Morgen! So, wir haben uns gestern gar nicht verabschiedet, aber das Video geht jetzt einfach weiter. Gestern war ja hier ein bisschen Unwetter. Allerdings Regen kam nicht so viel. Nee. Aber wir haben gesagt, sicher ist sicher. Das ist halt Fluch und Segen vom Dachzelt. Ne? Und gerade mit Kind gehen wir da lieber auf Nummer sicher, weil im Auto, wie gesagt, kein Platz ist. Und wir haben deswegen 2 Nächte gleich hier im Hotel einfach gemacht, weil einfach die Campingplatzsituation hier ähnlich verzwickt ist. Wir haben wie viel angefahren? 3, 4 waren es, glaube ich, insgesamt. Und die hatten alle zu, beziehungsweise einer, der vielleicht aufgehabt hätte, war im Wasser. Da waren wir uns auch nicht sicher, denn in der Bergehilfe-Gruppe, glaube ich, oder war es in einer Overlanding-Gruppe, kursierte letztens das Bild von 2 Overlander-Fahrzeugen, von 2 Geländewagen, sage ich jetzt mal, die in einem Flussbett gestanden haben. Und das Wasser innerhalb von kürzester Zeit, das waren Minuten bis 2 Stunden, glaube ich, oder was es waren, also über Nacht, nicht mal, ist das Wasser über 2 Meter angestiegen da drin. Und wenn dann natürlich in den Bergen so ein Wetter angesagt wird, gehen wir auf Nummer sicher. Genau. Wir gucken uns jetzt Mostar an. Wir wollen auf jeden Fall in das Kriegsmuseum mal gehen, ne? Weil das interessiert uns doch schon. Jetzt gehen wir aber erstmal ans Wasser und gucken einfach mal, wie kalt das Wasser ist. Wir haben gelesen 10 Grad. Wir gucken mal, ob es sich auch wie 10 Grad anfühlt oder kälter. Los geht's. So, wir gehen jetzt über eine kleinere Brücke von Mostar. Wie ihr seht, ist hier noch relativ wenig los. Langsam die Füße weh. Mir tun die Füße weh durch die Kälte. Jenny, wieso hast du eine Schwimmweste an? Das frage ich mich auch. Genau, wir fahren jetzt eine Runde mal hier mit dem Boot. Und schauen uns mal an, ob es Fetz macht oder nicht. Deswegen haben wir Schwimmwesten an. 10 Mark pro Person, also 5 Euro für 10 Minuten. Haben wir gesagt, das ist echt okay. 10 Minuten können da schon eine lange Zeit sein. Und das macht bestimmt Fetze. Genau, das Kind hat nichts bezahlt. Geht gut ab. Oh, so, Jenny, und? War cool. War geil, oder? Ging ab die Post. Also die 10 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Auch wenn es 10 Minuten waren, hat ausgereicht. Ja. Ganz hübsch immer runter lang zu düsen. Wir waren jetzt gerade hier hinten in dem Museum. Wir konnten leider nicht filmen. Es handelt sich einfach um den Krieg. Jenny, wie fandst du es da drin? Naja, man wird schon sehr nachdenklich. Also krasse Bilder, also absolut völlig unzensiert. Ja. Im Sinne von vor allem Bildern, will ich damit sagen. Also man wird direkt am Anfang schon darauf hingewiesen, dass man auch gern das Museum einfach verlassen kann, um das zu verarbeiten und später nochmal wiederkommen kann, wenn man möchte. Also auf jeden Fall interessant, sollte man hier sein. Auch in Sarajevo gibt es, glaube ich, ein Museum davon. Guckt es euch mal an, es ist sehr interessant. Ich denke, das ist was in der letzten Zeit häufig auch schon vergessen wird, dass sowas eigentlich noch gar nicht lange her ist. Ne? Nee. Ja, da steht es dran, 92 bis 95. Ne? Wir haben 23, 30 Jahre. Und schon haben wir wieder so einen Konflikt.
So, nur ein paar Straßen weiter weg habt ihr genauso die Einschusslöcher in den Fassaden. Wenn wir jetzt hier an der Moschee vorbeigehen, sieht man es ebenso. Im Übrigen auch an die ganzen Freisteher, also das kommt noch dazu, sich hier einen Platz irgendwo in der Prärie zu suchen. Seid echt vorsichtig. Die Minen wurden hier einfach ohne Karte gelegt. Also die Minengefahr ist hier wahnsinnig hoch. Wenn ihr hier euch irgendwo in die Wildnis stellt, kann es sein, euch bläst da die Räder weg unten. Wenn es nur die Räder sind, seid ihr noch gut weggekommen damit. Wir haben jetzt was gegessen, wir schummeln uns hier mal durchs Gedränge. Wir haben jetzt eine Kleinigkeit gegessen und jetzt schauen wir davor noch mal bei den Brückenspringern vorbei. Ich glaube, da klettert schon einer drauf, aber wir schauen mal, ob wir es schaffen, denn ich möchte gerne das noch ein bisschen von näher betrachten. So, wir waren jetzt soeben noch mal im Hotelzimmer und haben dort einfach noch mal die Dateien alle rübergezogen, weil da können wir den Laptop perfekt anstecken und den Akku laden und. Haben wir ein paar Souvenire ins Auto gebracht und jetzt gehen wir noch mal zum Abend hin noch mal in die Stadt. Oh, guckt mal die Kirche da oben, ich sehe es gerade. So, mal schauen, wir suchen uns jetzt eine schöne Terrasse, wo wir essen werden. Und schauen wir, wir haben so ein bisschen Bock auf was Traditionelles, Cevapcici zum Beispiel. Und, oder Jenny? Was? Cevapcici wird es wohl wahrscheinlich werden, oder? So, wir haben jetzt hier noch ein Mitbringsel gekauft für ein Familienmitglied zum Geburtstag. Und wir haben den netten Herrn mal gefragt, er macht das per Hand, ihr habt es gerade gesehen. Er braucht zum Beispiel für einen runden Teller mit den Symbolen bis zu 2 Tage. Und er arbeitet im Winter ca. 4 Monate durchweg, um überhaupt die Hälfte in etwa zu schaffen von dem, was er da im Laden stehen hat. Also da ist ein Teil sowieso trotzdem noch maschinell produziert und das andere ist wirklich von ihm handgemacht und ist eben demzufolge wirklich 10 Euro teurer im Verhältnis 25 zu 35 Euro zum Beispiel. Immer noch warm,
wir haben hier zum Glück ein klimatisiertes Hotelzimmer. Wir haben draußen aktuell noch 28 Grad und es ist 22 Uhr. Nach 22 Uhr? Inzwischen, ja. Wahnsinn. Wir sind total begeistert von Mostar. Ja. Total schöne Stadt. Ja. Wir haben jetzt gerade den Abend hier noch genossen, noch ein paar Bilder gemacht. Wer die Bilder sehen möchte, ein paar davon zumindest, schaut einfach gern mal bei Instagram vorbei bei uns, The Slicers unterwegs. Da findet ihr ein paar Bilder, unter anderem von uns. Und da kommen auch künftig noch mehr Bilder wahrscheinlich auch immer mal dazu von dem ganzen Balkantrip. Und ich würde sagen, uns hat es gefallen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir lassen auf jeden Fall einen Daumen hier in Mostar. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, morgen für uns und für euch in ein paar Tagen, einer Woche, im nächsten Video, dann abonniert gern unseren Kanal, läutet vielleicht die Glocke, dann bekommt ihr umgehend die Info, wenn wir ein neues Video online haben. Und wir sagen jetzt gute Nacht, ciao, ciao und tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen. Für uns. Für uns. In Mostar. Gibt es noch irgendwas zu Mostar zu sagen? Ach, es war schön. Ja, aber auch anstrengend. Ja. Und die Temperaturen, wir hatten heute, das kann man vielleicht noch mal erwähnen, haben wir das überhaupt erwähnt. Tagsüber waren wir bei 36 bis 37 Grad. Im Schatten. Ja. Aber die Altstadt ist wunderschön. Man läuft zwar wie auf Eiern hier. Ist auch historisch, optisch und politisch ein sehr denkwürdiger Ort. Ja. In jeglicher Hinsicht zum Nachdenken. Wunderschön mit einem tragischen Hintergrund eigentlich. Ja, das muss man dazu sagen. Jetzt aber ciao. Macht's gut.